Augen gelten als das Fenster in das Gehirn. Seit vielen Jahren ist bekannt, dass neurologische und psychiatrische Erkrankungen charakteristische Änderungen der Augenbewegungen verursachen. Dies kann man nutzen, um beispielsweise Parkinson zu diagnostizieren. Die Thomas Recording GmbH hat seit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Augenbewegungsmesssystemen. Unsere neuesten Systeme, die TOM-Systeme, können als medizinisches System in der Klinik zur Diagnose von Parkinson-Erkrankten genutzt werden. Und so läuft ein Test ab. Die Probandin oder der Proband erledigt am Bildschirm ganz einfache Aufgaben, zum Beispiel das Folgen eines Punktes mit den Augen. Das TOM-System filmt dabei die Augen und sucht nach charakteristischen Bewegungsmerkmalen. Diese werden in die Cloud geladen und dort von einem hochentwickelten neuronalen Netzwerk analysiert. Wenige Minuten später bekommt die Ärztin oder der Arzt die Rückmeldung. Im Vergleich zur bisherigen klinischen Anamnese des Arztes bietet unser System den großen Vorteil, dass es objektive Parameter als Entscheidungshilfe für den Arzt liefert. So kann der Arzt direkt eine Diagnose stellen und muss sich nicht ausschließlich auf seine Erfahrung und seine subjektive Einschätzung verlassen. Die TOM-Systeme wurden in Zusammenarbeit mit Neurowissenschaftlern und Neurologen der Universität Marburg entwickelt und über viele Jahre hinweg in klinischen Studien getestet. Wir wissen von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten 10 Jahre, dass Augenbewegungen bei vielen neurologischen Erkrankungen ganz früh und auch im Verlauf sehr verlässlich verändert sind. Und damit sind Augenbewegungen für uns Neurologen ein unglaublich gutes diagnostisches Werkzeug, um herauszufinden, ob jemand eine Erkrankung hat oder nicht. Das neue TOM-System zur Messung von Augenbewegungen erlaubt es, sehr genau zu beschreiben und auch in Zahlen zu fassen, was für eine Störung liegt genau vor. Egal wie erfahren der Untersucher ist und auch fast egal in welchem Zustand der Patient ist. Darüber hinaus haben wir auch ein mobiles System entwickelt, mit dem auch der Hausarzt Augenbewegungsmessungen durchführen kann. Diese können genutzt werden, um die Therapieerfolge aufzuzeichnen, zu überprüfen und dem Arzt zu ermöglichen, gegebenenfalls die Therapie anpassen zu können. Damit können wir für den einzelnen Menschen, entweder mit Parkinson oder mit einer anderen Störung, den Verlauf wunderbar beschreiben und unsere Therapieentscheidung mit ihm sehr genau planen und durchführen. Das ist Herr Schulze. Er hat verschiedene Symptome wie Muskelverspannungen und Verschlechterung der Feinmotorik, die sich nicht eindeutig einer Krankheit zuordnen lassen. Er hat es schon bei verschiedenen Ärzten versucht, insgesamt ein halbes Jahr lang, und immer erfolglos. Heute ist er bei Frau Dr. Walter. Dr. Walter vermutet eine neurologische Ursache und schlägt vor, dies zunächst mit dem mobilen TOM-System abzuklären. Die Anwendung ist schnell erklärt und Herr Schulze kann die Messung selbstständig durchführen. Er folgt dazu einfach nur den Anweisungen auf dem Bildschirm, betrachtet aufleuchtende Elemente auf dem TOM-System oder schaut in die angegebene Richtung. Die Daten werden innerhalb weniger Minuten ausgewertet und Frau Dr. Walter kann mit ihrem Patienten das Ergebnis besprechen. Verdacht auf Morbus Parkinson. Das kommt zunächst wie ein Schock, aber immerhin gibt es jetzt endlich eine mögliche Erklärung und eine Perspektive, wie es weitergehen kann, mit Aussicht auf eine individuelle Therapie. Herr Schulze wird zur Feindiagnostik in die Klinik überwiesen. Hier kann er mit dem stationären TOM-System getestet werden, das sehr genaue Vorhersagen erlaubt. Das stationäre System ist ebenfalls sehr einfach zu bedienen und auch die Auswertung liegt innerhalb weniger Minuten vor. Frau Dr. Waldthaler erläutert die Befunde. Schon anhand der klinischen Untersuchung konnten wir bei den Patienten doch deutliche Hinweise auf ein Parkinson-Syndrom finden, in der Bewegungsverlangsamung und in der Steifigkeit der Muskulatur. Und anhand der ausführlichen Augenbewegungsmessung haben sich in mehreren Teilaufgaben doch deutliche Parkinson-typische Veränderungen gezeigt, die die Diagnose zusammengenommen ganz klar unterstützen. Zur Behandlung bekommt Herr Schulze jetzt endlich die richtigen Medikamente. Und er nimmt das TOM Mobile mit nach Hause, sodass er jeden Tag überprüfen kann, wie seine Therapie bei ihm anschlägt. Und auch seine Ärztin kann die Ergebnisse einsehen, online
und ohne einen erneuten Termin vor Ort. So kann sie schnell den Erfolg kontrollieren und für Herrn Schulze die beste individuelle Dosierung bestimmen. Ich bin deswegen davon überzeugt, dass wir mit dem neuen TOM-System Patienten leichter identifizieren können und die Diagnose stellen, besser den Verlauf untersuchen können und wesentlich sicherer abgrenzen können, ist dies ein normaler Parkinson oder ein atypischer Parkinson mit charakteristischen anderen Augenbewegungen. Das System kann natürlich auch in der Forschung genutzt werden, um dort weitere Hinweise auf Augenbewegungscharakteristika bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen zu gewinnen und um die neuronalen Ursachen der Erkrankungen genauer zu untersuchen. Die TOM-Systeme von Thomas Recording, eine Revolution in der Parkinson-Diagnostik. Weitere Informationen finden Sie auf www.i-track.com. Sprechen Sie uns an.